Ja, also ohne Integrationsanbindungsmöglichkeit wäre für uns überhaupt nicht in Frage gekommen, weil ich ja den ganzen Aufwand doppelt gehabt hätte, quasi im ERP planen müssen, jetzt dann rüberzogen ins APS, jetzt da anschauen können und wieder alles manuell rüberziehen müssen. Das wäre dann die doppelte Arbeit gewesen und das war für uns dann schon wichtig, dass wir das Ziel haben, ein System näher zu haben, das dann quasi die Planung übernimmt. Ja, wir sind am Markt- und Innovationsführer im Bereich individuelle Fahrwerkssysteme. Hier am Standort Fichterberg haben wir ca. 400 Mitarbeiter mit einem großen Fokus auf die Eigenfertigung. Wir haben jetzt relativ stark erweitert. Wir haben jetzt eine neue Halle gebaut. Davor hatten wir ca. 800 Quadratmeter Produktionsfläche in der mechanischen Fertigung und mittlerweile haben wir 3.500 Quadratmeter. Wir haben unser Portfolio jetzt in den letzten Jahren stark um automatisierte Maschinen, Drehfräszentren, Maschinen mit Stangenlader erweitert, um einfach noch komplexere Teile herstellen zu können, um noch unabhängiger von Lieferanten zu werden. Ja, genau. Wir haben ungefähr 80.000 Produkte, sprich für jedes Auto 2 bis 3 Produkte. Und dadurch wurde es eben immer komplexer mit Vielfalt an Artikeln und viele kleine Einzelteile. Das Wachstum von KW Automotive war sehr schnell, ging sehr schnell. Und da war das Mitziehen der Organisation, sage ich mal, auch was Arbeitspläne, was Zeiten anbetrifft, kam nicht hinterher. Gut, wir haben das ganz klassisch gemacht, wie vermutlich jeder Mittelständler, bevor er APS hatte. Wir haben relativ viel mit Excel geplant. Also wir haben uns Daten aus dem ERP-System in Excel gezogen, haben die dann für uns visualisiert über Pivot-Tabellen und das Ganze dann quasi so geplant. Aber das Ganze war mehr oder weniger so ein bisschen grob geschätzt. Also man hat immer so Zahlen am Tag, wie viel man produzieren möchte und hat das Thema Kapazität oder auch Zeit relativ weit außer Acht gelassen. Das APS gibt mir Flexibilität im Erkennen, wann läuft die Maschine leer zum Beispiel, wann muss ich wo Aufträge hinschieben, wann muss ich neue Aufträge in die Fertigung geben, damit nichts unterbricht. Und wenn eine Maschine ausfällt zum Beispiel, dann kann ich auch umplanen und das gibt mir die Flexibilität, die ich vorher nicht gehabt habe. Wichtig bei uns bei der Integration von dem APS Richtung ERP-System war uns auf jeden Fall wichtig, dass wir das automatisiert bekommen können, dass wir auch sehr flexibel das Ganze erweitern können. Also die Anforderungen an APS von mir einer Seite aus war, dass es transparent wird, dass ich weiß, wie viele Aufträge in der Fertigung sind, wo die Aufträge sind, welche Kapazität die brauchen und bis wann sie eben fertig wird. Gut, bei der Excel-Planung war es so, das waren im Grunde genommen nur stupide Balkendiagramme, die man hatte, und bei eurer L-Mobile-Lösung hat man alle Maschinen untereinander gesehen, hat auch gesehen, wie hängen denn die ganzen Aufträge zusammen. Das war auch super interessant zu sehen, wie ist denn die Verknüpfung, also auf welche Maschine geht es als nächstes, sind teilweise Lücken drin. Das hat man einfach in unserer Excel-Planung so nicht gesehen. Bestimmt ist es irgendwie mit Excel hinbekommen, aber der Aufwand wäre exorbitant hoch gewesen. Die Hilfe der Software ist greifbar in dem Sinne, dass ich schneller erkenne, welche Aufträge jetzt in die Fertigung müssen, ob überhaupt Aufträge in die Fertigung müssen, an welcher Maschine ich Aufträge platzieren muss. Und das hilft mir, das habe ich ja vorher nicht gesehen, das war immer so ein bisschen eine Glaskugelaktion. Und das ist natürlich Zeitersparnis, wenn ich es direkt sehe, wann was wohin muss. Das war früher quasi immer so, wie gesagt, eine grobe Schätzung. Mittlerweile bei den Maschinen, wo die Zeiten korrekt sind, kann man es relativ gut sagen. Aber wenn Teile beispielsweise fehlen und die kommen, da hat man auch Liefertermine mit eingespielt, sieht man relativ gut, wann denn der Auftrag weitergehen kann. Im Großen und Ganzen, die Kommunikation lief sehr gut. Also ich bin mit der Softwarelösung von L-Mobile sehr zufrieden, weil es, wie gesagt, eine sehr gute Transparenz über die Fertigungsebene darstellt. Also ich würde Unternehmen mit ähnlicher Herausforderung auf jeden Fall eine APS-Lösung empfehlen. Einfach da das APS das Thema Kapazität und Transparenz super gut darstellt und bei der Terminfindung extrem hilft. Also eine manuelle Planung mit Excel geht bei solcher Komplexität einfach nicht mehr.